Ja, Freunde, willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, welche Offroad-Navigations-App ich benutze. Ich habe ja in einem der letzten Videos mehrfach erwähnt, dass ich Mapout benutze für iOS. Und heute seht ihr, warum das so ist. Und ich bin jetzt hier unterwegs auf einen meiner geheimen Trails und wir fahren etwas Offroad und ich erkläre euch die App, wie die funktioniert, wie man die bedient und was daran so gut ist. Let's go, würde ich sagen. Ja, dann wollen wir hier mal anfangen. Also Mapout, wo haben wir es denn? Hier oben haben wir es. Also das ist jetzt hier die grafische Oberfläche von Mapout. Man kann hier schon sehen, dass es wirklich gut aussieht. Relativ einfach, aber wir fangen mal ganz vorne an, in die Track-Verwaltung. Also man hat hier unten tatsächlich nur 4 Buttons. Ne? Also hier ist einmal der rechte Button, ist die Tour-Verwaltung. Hier sind sämtliche Tracks drin. Ne? Zum Beispiel hat man hier oben den Track E2. Wenn ich den jetzt aufmache, zeigt er oben im Vorschaufenster an, das ist jetzt zum Beispiel Spanien. Ne? Wenn ich den Track haben möchte, kann ich dann einfach hier oben auf den Knopf gehen und dann wird mir hier meine kompletten Tracks angezeigt. Spanien, Frankreich, das ist der Trans-Euro Trail. Ne? Also hier ist die Tourverwaltung. Das heißt, ich kann in diesem Punkt hier sieht man auch noch mal einzelne Wegpunkte, die da irgendwie noch sind. Die kann man aber jetzt erstmal ignorieren. Fakt ist aber, das ist einer der Touren. Was wir heute mal machen wollen, wir fahren hier in der Nähe einen Track. Hier unten sieht man zum Beispiel verschiedene andere Trails noch. Ja, Bosnien, in Afrika jetzt hier von meiner Marokko-Tour verschiedene Tracks. Die kann man auch, ich sag mal, deaktivieren, ne, wie zum Beispiel hier FS13, das ist Frankreich. Ne, das ist hier der komplette Frankreich Trans-Euro Trail in seinen ganzen Sektionen und Bestandteilen. Und wenn ich den jetzt nicht mehr sehen möchte hier oder einfach nicht mehr angezeigt haben will, dann kann ich jetzt, ja, dann kann ich einmal jetzt hier länger draufdrücken und dann erscheint hier dieses Pop-up-Fenster. Und ich kann jetzt hier auf Sichtbarkeit gehen und den Track ausblenden. Ne? Dann wird er hier oben dann nicht mehr angezeigt. Ne? So. Jetzt sind wir aber gerade schon mal in dem Menü und können uns das nochmal angucken. Ich möchte den jetzt aber, sage ich mal, sehen. Dann gehe ich wieder auf Sichtbarkeit und man sieht hier, das FS13 wird wieder schwarz angezeigt. Also man kann hier einfach die Tracks anwählen. Was eben auch noch gut funktioniert ist, wenn ich den Track hier, wie gesagt, länger gedrückt halten, wenn ich den oder auf das I gehen, sieht man hier auch die einzelnen Sektionen. Ne? Zum Beispiel hier Frankreich Sektion Nummer 1 kann ich hier anwählen. Dann zeigt er mir hier oben die französische Sektion 1 an, also welcher das ist. Ne? Also Sektion 1, 2 und so weiter. Man kann hier wirklich sehen, was die Sektion ist. Was natürlich schon der Fall ist, wenn ich zum Beispiel jetzt auf Sektion 1 gehe, sehe ich, das ist hier oben von Nord nach Süden. Dann muss ich mir im Prinzip ein bisschen merken, welche Linie das ist, weil wenn ich jetzt hier auf diese Expandieren-Taste hier gehe, dann ja, zeigt er mir hier wieder sämtliche Tracks an, aber das ist dann diese Hauptroute hier. Ne? Was auch ganz interessant ist, wenn ihr diese App jetzt hier aufzoomt, ne, man sieht ja hier, hat man die komplette Frankreich-Karte, aber man kann natürlich hier bei Mapout, und das ist eine der Stärken dieser App, wunderbar ja, einzelne Kartenabschnitte laden und die sind auch nicht allzu groß. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier diesen Dunkirk, ne, also Dünkirchen, hier oben habe und ich zoome das jetzt hier auf mit den Fingern, sehe ich jetzt hier, dass das grau hinterlegt wird und habe gleichzeitig hier ein Download-Symbol. Und das bedeutet, ich könnte jetzt hier, wenn ich das brauche, jetzt hier über diese darauf tippen und kann jetzt hier einzelne Kartenabschnitte mit Laden nachladen. Dann erscheint hier unten dieses Zeichen und wenn ich hier drauf gehe, sieht man hier oben der Ladefortschritt. Man sieht auch, dieser Abschnitt hat nur 11,9 MB, ist also sehr klein. Ja, und man kann jetzt hier diesen Kartenabschnitt runterladen. Ne? Gut, brauchen wir jetzt nicht, aber egal. Ich kann jetzt hier dann den Download abbrechen oder Download löschen, wie auch immer. Ne? Wie gesagt, wenn ihr die Karte rauszoomt, könnt ihr durchaus hier auch erkennen hier auf der Karte, was los ist, aber es macht natürlich schon Sinn, einzelne Kartenabschnitte nur zu laden. Ne? Also kommen wir mal hier wieder zurück in die Tourverwaltung. Was wir jetzt mal machen, ich muss mal gucken, ich suche mal jetzt hier meine aktuelle Tour raus, wo ich jetzt gerade unterwegs bin. Mal schauen, das sind hier eine ganze Menge. Wikilog, das sind so runtergeladene GPX-Files.
Hier habe ich eine Motorradtour 27. Mai 2023, die wähle ich jetzt mal aus und man sieht die hier oben und ich mache die jetzt mal auf und hier sieht man quasi jetzt den Track, wo ich jetzt unterwegs bin. Was man wissen muss beim Mapout, also es wird keine Tourrichtung angezeigt, also nicht wie bei anderen Apps, wie zum Beispiel Osmand, da kann man ja einen Pfeil einblenden, aber man kann hier auch sehen, in welche Richtung der Track aufgenommen wurde oder aufgezeichnet wurde. Man kann hier anhand der Kilometerangaben sehen, wo der beginnt. Also man sieht hier zum Beispiel ist der Startpunkt Nummer A, da bin ich losgefahren und ich verfolge jetzt hier die rote Linie, also meinem Track und sehe hier 0,5 Kilometer, 1,0, 1,5 und das bedeutet, dass das die Richtung des Tracks ist. Der geht hier runter und man sieht hier auch schon hier wunderbar, die Grafik ist hier, finde ich, deutlich besser als zum Beispiel bei Osmand. Die grafische Führung des Tracks ist wunderbar. Und ja, man kann jetzt diesen Track einfach folgen. Man sieht auch, ich bin jetzt hier gerade hier unterwegs, schon mitten drauf auf meinem Wegpunkt. Und man kann hier auch hier wunderbar die Höhenlinien erkennen. Also hier 330 Meter kann man hier sehen. Und man sieht hier diese etwas größeren Wege und man sieht hier auch kleinere Wanderwege. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, meine Position irgendwie einzustellen. Man sieht ja hier der blaue Punkt. Das bin ich jetzt hier. Und wenn ich jetzt hier links auf diesen kleinen Punkt drücke, dann wird hier die GPS-Koordinate zentriert. Und es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder, wenn ich einmal drauf drücke, zeigt der blaue Pfeil nach oben und dann wird eben die Karte immer Nordrichtung, also Nord-Süd-Richtung angezeigt. Das heißt, egal ob ich jetzt nach links, rechts fahre, die Karte wird immer nach Norden ausgerichtet. Ich persönlich fahre eigentlich immer anders. Ich drücke jetzt hier und dann, wenn ich jetzt losfahre, dann würde quasi der Track ja immer vor mir sein. Ne? Das heißt, ich werde jetzt nicht abbiegen. Gut. Was sonst noch zu sehen ist, hier oben ist das Höhenprofil. Das ist ziemlich cool. Man kann hier oben immer sehen, wo man ist. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal los und schauen mal, wie das Ganze jetzt aussieht während der Fahrt, damit ihr euch das mal vorstellen könnt. So. Auf geht's jetzt mal. Ich fahre jetzt mal in der Einstellung los und ich habe jetzt auch meine Handschuhe aus, damit ihr mal sehen könnt, wie man das unterwegs bedienen kann. Das geht natürlich jetzt auch mit ja, berührempfindlichen Handschuhen. Das funktioniert auch. Und los geht's mal. Hier haben wir gleich so ein bisschen Schlamm. So, hier ist jetzt zum Beispiel rechts, links. Mein Track geht nach links und ich folge jetzt mal hier dem Weg nach links und ihr könnt jetzt hier den Pfeil oder die Markierung beobachten. Ja. Also diese Karte hat wirklich nur die notwendigen Informationen, ist nicht überladen. Das finde ich halt ganz gut. Und was eben der Riesenvorteil ist, die ist extrem einfach zu bedienen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Hier kommen wir jetzt an einen Kreuzungspunkt. Können wir mal schauen, was unsere Karte anzeigt. Hier sieht man das, der geht nach rechts ab, der Track. Man sieht aber auch, hier geht ein Weg nach links. Ich folge jetzt mal rechts meinen Track, den habe ich letztes Jahr aufgezeichnet. Also die App beherrscht natürlich auch die Aufzeichnungsfunktion. Und wir fahren jetzt mal weiter, hier den Berg runter. Es ist wirklich ein herrlicher Tag heute, absolut geil. So, und man sieht jetzt hier, das ist jetzt gerade die Streckenführung des Pfeils in der Einstellung, in der Ausrichtungseinstellung, die ich jetzt gerade gewählt habe. So, jetzt sind wir hier mal unten. Jetzt halte ich hier mal kurz an und wir werden jetzt mal sehen, was hier jetzt passiert, wenn ich die umstelle. Ich drücke jetzt mal auf den Knopf. So, jetzt springt die Anzeige um und jetzt biege ich mal nach links ab. Gucken. So, verfolgen wir mal weiter den Weg hier. So, jetzt geht es hier weiter. Man sieht jetzt hier, dass die Karte nach Nord-Süd ausgerichtet ist. Das heißt, ich fahre jetzt ja Richtung Westen. Ne? Also Norden ist oben, ist klar. Ne? Ich fahre jetzt Richtung Westen und
der Track wird waagerecht angezeigt. Wenn ich jetzt die Ausrichtung ändere, können wir jetzt gleich mal machen. So, dann wird er wieder so angezeigt, dass ich in die Nord-Süd-Richtung fahre. Also ihr müsst einfach mal ausprobieren, was für euch besser ist. Also ich finde eigentlich diese Sache ganz gut, es sei denn, ihr wollt euch so ein bisschen im größeren Radius orientieren. Ja, also das funktioniert astrein. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Das geht natürlich auch. Man kann auch natürlich den Zoom-Radius verändern. Ja, ich kann jetzt hier zoom mal jetzt komplett auf. Und wir fahren jetzt mal mit einer höheren Zoomstufe. Kommt natürlich immer so ein bisschen aufs Gelände an. Ne? Also je höher die Zoomstufe, umso mehr Details erkennt man. Das bedeutet aber natürlich auch, dass ihr euch weniger im größeren Radius orientieren könnt. Ich halte noch mal kurz an. Mach mal die Zoomstufe wieder größer. Und ich würde mal sagen, ne, man sieht hier auch wunderbar, wie die Grafik, die grafische Darstellung ist. Und ich würde mal sagen, wir fahren mal ein Stück weiter. Eine etwas höhere Zoomstufe, damit ihr was von der Grafik seht. Ich suche meistens einen Kompromiss aus, dass ich halt eben auch noch eine ganz gute grobe Orientierung habe und aber trotzdem noch Details sehe. Und man kann es aber auch während der Fahrt machen, kein großes Problem. Vor allem dann, wenn das Handy schön am Lenker dran ist, dass ihr da gut rankommt. Ist überhaupt kein Problem. Man sieht hier auch hier oben der Weg, der wird sich jetzt hier, ja, der wechselt dann die Richtung und geht wieder zurück. So viel dazu. Was man sonst noch sagen kann zu der App, und das ist halt auch nochmal ein weiterer Punkt. Also wir gehen mal diese Menüpunkte durch. Also wie gesagt, das war ja die Tourverwaltung, die ist wirklich sehr simpel. Und das ist auch viel besser als zum Beispiel bei Osmand. Das ist teilweise eine Katastrophe, die Menüführung bei Osmand. Auch wenn die App natürlich wesentlich mehr Funktionen bietet, gar nicht die Frage. Aber wenn man mal überlegt, dass diese Osmand-App, ja, die ist viel zu kompliziert. Und ich habe die, glaube ich, 1,5 Jahre benutzt. Und das Problem war einfach, dass ja, man sich einfach in den Menüs nicht zurechtfindet. Ich glaube, die muss man irgendwie 20 Jahre lang benutzen oder jeden Tag benutzen, damit man da durchsteigt. Gehen wir mal auf den zweiten Punkt. Wie gesagt, das ist hier der Punkt, wo man zum Beispiel jetzt hier Kartendaten laden kann. Also hier würde man verschiedene Kartenausschnitte wieder laden können. Ich gehe mal wieder auf Abbrechen. Was haben wir noch? Wir haben, was auch total cool ist, wir haben auch eine Point-of-Interest-Suche. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Suchen gehe, kann ich zum Beispiel jetzt hier eingeben, nehmen wir mal an, was relevant ist, Tankstelle. Ne, so Tank. Warte mal. Tankstelle. So, und jetzt wird quasi jetzt hier im Umkreis Tankstellen angezeigt. Hier sieht man auch schon, hier oben ist eine Tankstelle entfernt, 1,8 Kilometer. Ne, und wie gesagt, ich kann jetzt die markieren mit so einem Punkt. Das ist total cool, weil dann sehe ich den auf der Karte und mache auch fertig. So, und wenn ich jetzt die Karte jetzt hier habe, dann kann ich schauen, die Karte ist dort. Also wenn ich die Aral-Tankstelle jetzt hier erreichen will, müsste ich mich jetzt dahin bewegen. Was nicht funktioniert, ist eine sogenannte Routenführung jetzt über die Straße. Und das ist natürlich der Vorteil von Osmand, wobei ich muss sagen, das funktioniert bei Osmand auch nicht wirklich toll. Ich muss mich jetzt also, wenn ich jetzt überlege, okay, ich befinde mich hier, muss jetzt quasi manuell dahin navigieren, um zu der Aral-Tankstelle zu kommen. Also das ist die Point-of-Interest-Suche. Die funktioniert klasse. Ich habe die in Marokko benutzt, um Tankstellen zu finden oder Campingplätze, was auch immer. Das ist dieses Menü hier mit dieser Sprechblase. Ansonsten gibt es noch eine 3D-Ansicht. Ja, ich finde die persönlich jetzt nicht so gut, weil 3D-Ansicht ist eher so ein bisschen irritierend. Genau, dann haben wir die Funktion, man kann hier eine neue Route einzeichnen, wenn man möchte. Habe ich aber noch nicht verwendet. Zur Routenplanung habe ich die App noch nicht verwendet. Was sonst noch gibt, man kann hier verschiedene andere Touren, die da im Weg noch sind, verbergen. Ne, damit man, wenn man in einem kleinen Gebiet sehr viele Tracks hat, die man vielleicht aufgezeichnet hat, nicht immer irritiert wird. Welcher ist jetzt der richtige Track? Und ja, man kann hier verschiedene Karten-Overlays einstellen. Man kann ÖVP-Netz nehmen, Velorouten, also Fahrradwege anzeigen lassen, Wanderwege oder andere wichtige Informationen. Das ist jetzt nicht so umfangreich wie in Osmand, gar nicht die Frage. Aber ich finde, es reicht aus, um hier die wichtigsten Sachen zu finden. Hier gibt es diesen Punkt Verberge Infoleiste, das ist auch noch ganz wichtig. Und zwar die Infoleiste ist hier oben. Die zeigt während des Betriebs, ne, also ich mache die mal aus, hier oben.
Ne, finde ich aber sehr hilfreich. Infoleiste zeigt hier die Geschwindigkeit an, die man fährt. Und ja, das Höhenprofil kann man anzeigen lassen und man sieht die Höhe. Ne? Ich bin jetzt gerade in 263 Meter Höhe. Ja, und dann haben wir hier noch die Einstellungsmöglichkeiten. Das ist sehr übersichtlich. Also hier sind wirklich nur so grundlegende Einstellungen. Exportformate kann man hier festlegen. Die sind aber sehr simpel, man sieht das schon. Also überhaupt kein Vergleich zu Osmand. Kommen wir mal zu diesem Punkt. Dieser Punkt hier ist einfach der Aufnahmebutton. Ne, hier kann man einfach die Route aufzeichnen und danach nachfahren. Das ist sehr simpel gemacht. Das funktioniert aber auch mit den meisten GPX-fähigen Wander-Apps, wie auch immer. Ne, also das ist so im ganz groben ja, die Funktion dieser Karte. Was sonst noch interessant ist, hier sieht man auch nochmal die RAL-Tankstelle, die ich hier angezeichnet habe. Man kann zum Beispiel jetzt auch eine beliebige Route, wir wählen mal, keine Ahnung, die jetzt hier, sagen wir mal, aus. Oder weiß ich nicht, wir nehmen jetzt einfach mal den Track, den wir jetzt gerade benutzen, um das Ganze etwas zu vereinfachen. Wir nehmen jetzt hier die Motorradtour so. Genau. Und jetzt muss ich mal gucken, wie das ging. Wenn ich jetzt hier drauf drücke. Ja, genau. Wenn ich jetzt hier gedrückt lasse, meinen Daumen oder meinen Finger, dann kann ich jetzt hier auf Bearbeiten gehen und kann diesem Track hier zum Beispiel eine andere Farbe geben. Zum Beispiel pink, wie auch immer. Ne, so, fertig. Und jetzt sieht man, jetzt ist der Track ist ja pink, ne, oder violett. Ne? Das kann man machen, man kann es individualisieren. Wir gehen mal jetzt nochmal da drauf. Gehen mal wieder zurück. Tourverwaltung. Ne, also länger drücken, bearbeiten. Und dann sieht man hier, man kann den Namen verändern und so weiter. Es ist natürlich nicht so viel hier zu verändern, aber das reicht vollkommen aus. Und ich sage mal, die grafische Darstellung ist genial, finde ich. Und man sieht hier jetzt wunderbar die Funktion. Und ich würde mal sagen, wir fahren jetzt erstmal ein bisschen weiter, um hier ja, so ein bisschen voranzukommen. Die Leute mal merkwürdig gucken. Also wir haben jetzt ja Wochenende und eines der wenigen ja, vernünftigen Tage, die wir jetzt bis jetzt hatten. Also eigentlich das erste richtig schöne Wochenende. Und hier im ersten Teil meiner Tracks hier sind schon einige Leute auch mal unterwegs. Da muss man halt sehr vorsichtig und langsam fahren. Aber weiter weg trifft man eigentlich hier keine Menschen mehr. So, hier sieht man jetzt, dass wir haben jetzt einen Wechsel. Das heißt, wir fahren jetzt hier rechts hoch. Hier kann ich auch schon noch mal sagen, ich merke schon, seitdem ich das Öl ins Federbein drin habe, das ist noch mal ein ganz anderes Gefühl hier zu fahren. Also richtig schön weich zu fahren mit der Himalaya hoch. Ich habe die Federvorspannung ganz rausgedreht. Das Federbein ist ja auf mich vom Gewicht her eingestellt. Großzügig natürlich, weil ich ja meistens mit Gepäck fahre. Und ich habe jetzt gerade den Luftdruck. Der Luftdruck ist aktuell vorne auf 1,7 und das hinten habe ich den Luftdruck auf 1,6. Also diese Tracks hier, meistens ist das wirklich nur Schotter wie jetzt, aber auch so ein bisschen Sand, Schlamm natürlich, wenn es geregnet hat. Ein bisschen steinig und fährt sich natürlich viel angenehmer mit reduziertem Luftdruck und die Traktion an steilen Bergen ist natürlich viel besser dadurch. Ja. Fährt aber auch gut die Maschine, meine Güte. Fahrwerk, hervorragend. Was man natürlich sagen muss, dass seit der Marokko-Reise bin ich natürlich auch viel schlimmere Sachen gewohnt. Also es kann durchaus hier auch schon anspruchsvoll werden. Es gibt hier einige verschlungene Wege, die sind nicht ohne. Mal hier wird neu gebaut. Ja, die Gegend verändert sich natürlich ja auch immer. In einigen Monaten wird wahrscheinlich hier auch eine Straße sein und kein Schotter mehr.
glaube, ich bin jetzt hier zu weit gefahren, dass man gesehen hat, ja genau. Man kann das jetzt hier gut sehen, wenn man natürlich nicht aufpasst. Ja, wir drehen mal um und fahren mal jetzt hier in einen anderen Track rein. Ein etwas, durchaus, glaube ich, ist sogar ein Single-Trail-ähnlicher Track. Schauen wir mal. Auf jeden Fall etwas kleiner. So, jetzt sind wir wieder auf dem Track. Was ich an dieser App natürlich total gut finde, dass sie absolut zuverlässig funktioniert. Die macht einfach nicht zu. Also, und das ist halt der große Unterschied zu Osman, wo ich mich vorletztes Jahr oder letztes Jahr bei der Bosnia Rallye extrem geärgert habe, dass die App immer zu abgestürzt ist und ich die immer neu starten musste. Das war extrem nervig und teilweise auch gefährlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat mich dann am Ende dazu gebracht, zu sagen, die rauszuschmeißen und mir eine App gesucht, die zuverlässig funktioniert. Und ich sag mal, die Funktion, die Osman mehr bietet, die brauche ich nicht. Ja, also mir reicht es lieber, ein bisschen weniger zu haben und dafür zuverlässige Funktion, als jetzt irgendeine App, die vielleicht mehr Funktion hat, aber nichts taugt oder ständig abstürzt. Und muss man sagen, auch die Geschmeidigkeit der Trackführung ist hier bei Map auch besser als bei Osman. Die Grafik bei Osman ist auch etwas schlechter, finde ich. Und etwas ruckliger, die Performance. Ne? Wobei eine Menge Leute schwören auf Osman. Ja, man hat viele Funktionen, aber wie gesagt, für die meisten Gelegenheitsfahrer ist das schon besser, eine App zu benutzen, die einfach zu bedienen ist. Und ich finde jetzt auch das Preismodell viel besser, weil für Mapout bezahlt ihr einmal 5 Euro und dann war es das, dann gehört euch die App. Und bei Osman müsst ihr irgendwie ein Abo abschließen, was durchaus nervig ist. Und auch die Kartendownloads sind größer, also der Speicherplatz, der verwendet wird, ist größer. Wow, ist das geil hier oben. Herrlich. Also das letzte Mal war ich vor einem Jahr hier. Ich sehe gerade, das ist ein Weg, den ich noch gar nicht gefahren bin. Neu. Wow, Hammer. Man sieht auch, ich bin hier schon wieder vom Track runter, weil ich gerade nicht aufgepasst habe. Aber schön hier. Wahnsinn, herrlich. Hier sieht man zum Beispiel, sind wir jetzt auf der Straße. Ja, sieht man jetzt hier und wir biegen jetzt hier links ab. Folgen dem Track jetzt hier weiter. Ich glaube, das ist jetzt hier auch so ein bisschen tricky. Man sieht hier auch an schon in dem Verlauf,
durchaus ein bisschen tricky Strecke zu erwarten haben. Ja, hier ist auch ein durchaus etwas anspruchsvoller Teil. Ich kann nur hoffen, dass das hier vernünftig ist dieses Jahr. Wie gesagt, die Vegetation verändert sich. Ja, Vegetation ändert sich. Diese Passagen fahre ich hier meistens im Stehen, weil im Sitzen meine ich natürlich, weil mir das so riskant ist teilweise. Und dann immer auch ein Fuß auf der Hinterradbremse. Also wenn es richtig haarig wird, dann fahre ich eigentlich immer im Sitzen. Machen glaube ich auch die meisten anderen in anderen Ländern zumindest. Stehenfahrerei ist durchaus nicht immer in jeder Situation passend. Irgendwie. Ja. Solche Sachen sind hier auch nicht ohne Risiko. Diese Spurrillen immer extrem unangenehm zu fahren, weil man da an den Kanten wegrutschen kann. Und man kann sich auch tatsächlich hier verletzen, auch wenn das harmlos aussieht. Ne? Gerade auch diese harten Kanten. So. Extrem ist schon wieder zugewachsen hier, man sieht das. Diese Wege werden auch nur von Wanderern benutzt. Vielleicht kommt mal ein Forstfahrzeug hier lang. War es aber auch schon. Ja, liebe Freunde, jetzt ist mein kleiner Ausflug jetzt doch etwas länger geworden und doch etwas trickier, als ich gedacht habe, aber macht nichts. Ihr habt auf jeden Fall jetzt Mapout im Alltagseinsatz gesehen, Offroad, und man kann durchaus sagen, dass das Programm super funktioniert. Man hat alle Funktionen, die man braucht, man kann sich relativ schnell zurechtfinden und das Programm funktioniert eigentlich total zuverlässig, ohne jegliche Probleme. Und ja, probiert es einfach mal aus. Der Nachteil ist natürlich für diejenigen Leute, die kein iPhone haben, dass es das im Moment noch nicht für Android gibt. Aber gut, vielleicht wird das ja auch noch entwickelt. Wie gesagt, ja, wenn man iOS hat, hat man das Problem nicht. Und ich finde, es ist einfach eine wesentlich bessere App, vor allen Dingen für den Durchschnittsnutzer. Klar, die absoluten Profis werden jetzt vielleicht sagen, ja, aber das andere hat einfach mehr Funktionen. Gut, mag sein, aber ich sag mal so im Alltagsbetrieb und für die Leute, die das jetzt nicht jeden Tag 10-mal benutzen, ist es definitiv die bessere Wahl und probiert es einfach mal aus. Ist auf jeden Fall gut angelegtes Geld und ich kann es einfach wärmstens empfehlen. Gut, dann sage ich, wir sehen uns im nächsten Video und bis bald.